Ich heiße Hayang, ich bin 13 Jahre alt, ich komme aus Korea. Ich bin hier seit 7 Monaten in Deutschland. Mein Hobby ist Bücher lesen. Ich heiße Ali, ich bin 15 Jahre alt. Ich bin hier in Deutschland 4 Monate. Ich komme aus Bulgarien. Mein Hobby malen. Hallo, ich heiße Heaven. Ich bin 15 Jahre alt. Ich bin seit 9 Monaten in Deutschland. Ich komme aus Eritrea und mein Hobby sind Basketball, Volleyball und Rennen. Ich heiße Sarah, ich komme aus dem Iran. Ich bin in Deutschland seit 6 Monaten und ich bin 15 Jahre alt. Ich interessiere mich für Malen, Lesen, Fahrradfahren. Wie war das, Deutsch zu lernen? Wenn ich ehrlich sein, es war sehr, sehr schwer. Wenn ich zum ersten Mal in Deutschland gekommen bin, konnte ich nie sprechen mit den Menschen, mit den Leuten. Ja, das verstehe. Wann Sie in Deutschland gekommen sind, was war dein erster Eindruck? Bevor ich in Deutschland gekommen bin, habe ich zu viel über die Wolkenkratzer in Frankfurt gehört. Aber wenn ich hier gekommen bin, war ich richtig überrascht, weil es gibt so viele Bäume und grüne Landschaft hier. Und ich hatte das nicht erwartet. Haben Sie versucht, Deutschfreunde zu machen? Also wie war das? Nein, habe ich nicht, weil ich denke, die Menschen müssen einander verstehen, zu Freunde zu bekommen, zu werden. Und wenn ich keine Deutsch sprechen kann, dann kann ich nicht mit den Leuten verbinden. Und deswegen habe ich nicht keine Freunde gemacht. Ihre Deutsch ist doch gut. Danke. Ist es in Deutschland einfacher zu leben als dein Heimatland? Man kann nicht genau sagen, weil beide Länder haben seine eigenen Vor- und Nachteile. Und ja. Der erste Eindruck, als ich kam, schrecklich. Sorry, aber ich kam um 6 Uhr an am Südbahnhof, Busbahnhof. Und ich meine, in Kroatien ist Busbahnhof ein Bahnhof, also überdeckt, also groß mit Einkaufsmöglichkeiten. Und hier war es einfach, es hat geregnet, es war Mitte Oktober und es war nur scheußlich. Mitten auf der Straße haben sie uns einfach mal rausgelassen. Ich so, das ist Deutschland. Ich habe das mir viel fortgeschrittener vorgestellt. Im Februar, ja, das ist ziemlich kalt. Wie war es denn, Deutsch zu lernen? War es schwer oder? Ja, das ist schwer. Das ist viel schwerer als Englisch. Ich fand es nicht schwer. Also ich habe auch nicht in der Schule gelernt, weil ich habe ja meine Ausbildung schon dort gemacht und habe gleich in meinem Job, obwohl ich kein Deutsch konnte, also ich komme aus der Gastronomie und habe halt in einem italienischen Restaurant angeheuert und habe innerhalb von 1 Monat so weit Deutsch gelernt, dass ich mir den nächsten Job suchen konnte alleine. Das war für mich super wichtig. Wie lange hat es ungefähr gedauert, Deutsch zu lernen? Ja gut, das ist ja ein immer fortwährender. Relativ. Das ist relativ. Also ich konnte mich sehr gut, schon recht gut unterhalten nach, keine Ahnung, 1, 2 Jahren, sage ich jetzt mal über so allgemeine Sachen. Und später, also ich habe sehr früh angefangen zu lesen und dann ging es ja sehr schnell mit Vokabeln und mit Ausdrücken und das war für mich auch wichtig. Wie sind Sie denn nach Deutschland gekommen? Zur Arbeit gekommen. Ich habe in Kroatien, das war Krieg. Ja, ich bin jetzt zwar nicht direkt, ich war nicht direkt betroffen. Also in meiner Stadt, da am Meer, gab es keinen Krieg, keinen direkten Krieg, aber es war eine Psychose, also es war so total crazy. Ja. Von morgens bis abend hat man ja nur irgendwie Propaganda und überhaupt und Hass und ich wollte da weg. Also ich könnte, das waren nicht die Menschen, mit denen ich aufgewachsen war. Okay. Ich wollte da nicht mehr leben, also ich fand das krass. Wie war es denn, wurden Sie gut von den Leuten aufgenommen oder? Ja. Meine Kollegen sind alle sehr nett und sehr lieb aufgenommen. Und vor allem
Stadt Frankfurt war auch sehr schön.